Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Devs on Tape. Heute mal wieder mit einem Gast. Das ist ja praktisch jetzt Gast an Gast bei uns. Wir haben heute Mike Becker zu Besuch. Und zunächst erstmal hallo Caro. Hallo Kai. Und hallo Mike. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast sein kannst und auch willst. Und wir uns heute über die Themen Nachwuchsförderung und auch über das Next-Gen-Programm sowie die Apex Connect unterhalten können. Erstmal herzlich willkommen und vielleicht magst du dich für unsere Zuhörer einmal vorstellen. Ja, hallo, Caro, hi Kai. Ich freue mich auch, dabei sein zu können. Heute mal, hast du ja gerade schon gesagt, natürlich auch eine lange Gästeliste irgendwie in letzter Zeit irgendwie. Ich habe ja gerade auch die letzte Aufzeichnung mit A3 LPC gehört und es ist natürlich schon eine Ehre, jetzt hier auch einmal Gast bei euch sein zu können. Ja, ähm, was soll ich sagen? Ich versuche kurz ein paar Sätze zu mir zu sagen. Ich bin Informatiker. Ich habe eine Ausbildung gemacht, Wirtschaftsinformatik studiert und ich bin aber seit mittlerweile über 20 Jahren letztendlich in der IT als Entwickler unterwegs. Davon, ich sagen, so gut ein bisschen mehr als 10 Jahre, jetzt die letzten 10 Jahre im Bereich Oracle, PLSQL und natürlich auch Apex, eins unserer Lieblingsthemen und also generell viele Jahre im Bereich Datenbanken, BI, Reporting und so weiter unterwegs. Ich bin seit einiger Zeit bei der Firma Triology verantwortlich für den Bereich Data Consulting und Data Solutions. Und dazu gehört natürlich insbesondere auch unser Oracle Apex-Team. Darüber hinaus bin ich inzwischen regelmäßig mal auf Konferenzen mit Vorträgen unterwegs, nicht nur in Deutschland, manchmal auch in europäischen Nachbarländern. Ab und zu schreibe ich mal einen Blogartikel und in diesem Jahr bin ich ja auch das erste Mal Teil des Orga-Teams der Apex Connect. Da freue ich mich sehr drauf, sehr spannend. Und so meine Themen allgemein sind Motivation, Begeisterung und auch Nachwuchsförderung. Natürlich auch ein Thema, über das wir heute sprechen wollen. Privat, würde ich sagen, ich versuche ab und zu mal Sport zu treiben irgendwie oder mal ein Musikinstrument zu üben. Ich reise gern, fühle mich aber auch zu Hause und in meinem Garten sehr wohl. Sehr schön. Für die Hörer, die das Bild, was wir jetzt gerade sehen, wir nehmen ja remote auf, also Caro und ich sitzen in Hamburg und du bist uns zugeschaltet über eine Teams-Session. Wir sehen im Hintergrund an deiner Wand ein großes Bild mit dem Apex-Schriftzug drauf, mit diesem Lautschriftzug und dahinter ganz viel Wiese. Also ich glaube, das ist nicht dein Garten, oder? Das ist nach wie vor dein Büro wahrscheinlich. Nee, das ist einfach das ist nicht mein Garten. Also ich wohne nicht im Büro tatsächlich. Das ist ein Moosbild. Das ist ja topmodern inzwischen irgendwie Schriftzüge und Bilder aus echtem Moos zu haben. Und das ist tatsächlich der Hintergrund ist Moos und darauf aufgesetzt in so einer Holzoptik ist genau der Schriftzug, den wir alle kennen, Apex. Ja, cool. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal so ganz smooth oder auch nicht in das Thema der Nachwuchsförderung ein, weil immer wenn ich bei mir Twitter aufmache, gerade in letzter Zeit, fällt mir immer sehr positiv auf, dass du auch oft etwas postest, zum Beispiel Videos von jungen Menschen, die dann von ihren Erfahrungen berichten in der IT, im Einstieg, über den Einstieg in die IT oder über diese Programme oder auch von euch Bilder aus den Teams, wie ihr dann einfach chillig zusammensitzt und spielt oder irgendwas esst oder so. Kannst du uns so ein bisschen was darüber erzählen? Was macht ihr da so in die Richtung? Ja, also vielleicht ganz generell zum Thema Nachwuchs. Also ein bisschen zur Einleitung. Ne? Wir brauchen natürlich Nachwuchs und zwar überall und natürlich auch oder auch insbesondere in der IT. Ne? Das ist ja im Grunde eine ganz existenzielle Frage. Wir brauchen Leute, die irgendwie uns nachfolgen, das machen, was wir auch machen und damit es uns selber auch in der Zukunft gut geht. Und das ist ja vom Prinzip her so ähnlich wie der Generationenvertrag. Ne? Und ich habe vor kurzem gab es ja dieses Interview bei Dork TV von Ronny mit Peter Raganic und da fand ich eine Sache ganz bemerkenswert, als Ronny den Peter so gefragt hat, hey,
wie habt ihr das denn damals so gemacht oder wie seid ihr denn zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekommen? Und da hat er gesagt, naja, also entweder kannst du natürlich wenn du Glück hast, für viel Geld Mhm. Entwickler kaufen, ne, und das klappt vielleicht dann auch, oder eben auch selber ausbilden. Und das eine schließt das andere ja nicht aus, aber das ist natürlich auch so ein bisschen unsere Philosophie. Natürlich kann man fertige Entwickler kaufen, aber das ist ja sowieso schon ein schweres Thema und das wird auch zunehmend schwieriger. Ne? Also ähm, wir sind hier letztendlich mit unserem Unternehmen auch in einer nicht ganz so einfachen Region. Wir haben hier einen Mhm. großen Konzern vor der Tür mit Volkswagen und das ist eine große Herausforderung für uns. Ne? Also ähm, ja, es ist einfach nicht einfach. Es entsteht bei vielen Leuten so schnell der Eindruck einfach, dass man nur da Geld verdienen kann. Und das stimmt einfach nicht. Ne? Also uns kommt da aber auch so ein bisschen zugute, dass, sage ich mal, so im größeren Konzernumfeld es ist sehr prozessual, viele Entscheidungen sind schon geschaffen und wir suchen halt, ja, sage ich mal, genau die anderen, ne, die so selber auch mehr auf der Suche nach einem familiären und individuelleren Umfeld sind, keine Nummer sind und Mhm. ja, so ein mehr das soziale Miteinander eine wesentliche Rolle spielt. Ne? Und es ist oft so eine Frage des Mindsets irgendwie und das fängt eigentlich ganz häufig schon in der Ausbildung bei Studierenden, bei jungen Menschen einfach an. Ne? Mhm. Also und das sind die Leute, die wir suchen. Und du hast ja auch schon gesagt, wir machen ja immer mal wieder was bei Instagram und auch in sozialen Medien. Das sind natürlich die Medien, in denen sich junge Menschen Mhm. bewegen. Ne? Das ist da, wo sie sich ihre Informationen holen, ja, wo sie unterwegs sind. Und deshalb versuchen wir da natürlich auch aktiv zu sein. Und was du gerade ansprichst, die Videos, die Interviews, die wir da mit der Laura posten, ist vor allen Dingen natürlich auch so ein Teil unseres Beitrags. Du hast ja gesagt, oder ich habe ja schon gesagt, ich bin für das Thema Next Gen in diesem Jahr bei der edX Connect verantwortlich und ja, das heißt, ich möchte natürlich auch für die edX Connect möglichst viele junge Menschen ja, begeistern. Und das ist im Grunde unser Beitrag. Ne? Ich bediene mich da ehrlich gesagt so ein bisschen unserer betrieblichen Ressourcen und habe Mhm. die Kolleginnen aus dem Marketing einfach mal was zusammenbauen lassen und in der Hoffnung, dass wir damit einfach ein paar junge Menschen und Studenten für die edX Connect begeistern können. Mhm. Das ist so ein bisschen der Punkt gerade. Ne? Ich finde das total interessant, weil es gibt natürlich auch schon ganz viele Dokumentationen zu dem Thema Fachkräftemangel, Nachwuchs, auch in anderen Branchen. Hm. Und dort wird auch oft das Thema Social Media angesprochen. Und dass viele Unternehmen auch in einer, ich nenne es jetzt mal, konservativeren Sparte, die jetzt vielleicht nicht so im Internet ja, unterwegs ist, dass die auch zum Beispiel auf TikTok gehen und da irgendwelche Sachen posten und dass das wohl auch sehr erfolgreich sein soll. Könnt ihr da Ähnliches erzählen oder habt ihr es einfach schon immer gemacht und deswegen merkt ihr jetzt gar keinen Unterschied? Ja, schwierig irgendwie. Weiß ich tatsächlich gar nicht. Also ich bin da ja auch selber gar nicht immer überall unterwegs und ich mache das auch gar nicht alles selbst, sondern das sind ja auch Leute bei uns, die gerade im Marketing da letztendlich sehr spezialisiert drauf sind. Es ist ein bisschen unterschiedlich einfach, also wenn wir zum Beispiel ja, uns Twitter angucken, das ist natürlich irgendwie ein bisschen eine andere Welt, da gerade in der Oracle und Apex Community irgendwie gibt es da viele, sage ich mal, fachliche Informationen, fachlichen Input. Da kriegt man irgendwie eine andere Resonanz, als wenn du irgendwie bei TikTok oder Facebook, da posten wir manchmal oder meistens einfach so Dinge, wo es so ein bisschen ums Wohlfühlen geht einfach, Mhm. ne? Also Mhm. wo wir ein bisschen so unser Familienleben im Unternehmen zeigen einfach und versuchen damit einfach, also da geht es gar nicht so um Technologie, sondern einfach so ein bisschen ja um das soziale Miteinander zu zeigen, ja, wer sind wir und warum ist es schön, hier mit dabei zu sein. Mhm. Ich meine, du hast gerade erwähnt, dass das Volkswagen genau vor der Tür ist und dass es natürlich immer eine Entscheidung ist für Nachwuchskräfte oder Nachwuchstalente, sage ich jetzt mal, ob die jetzt zu Volkswagen gehen oder ob die jetzt zu deinem Unternehmen zum Beispiel kommen. Klar, auf der einen Seite ist es familiär, ihr habt aber auch natürlich nur begrenzt Plätze. Also ich finde, das ist gut, dass es Ja, Volkswagen und Co. gibt, weil die haben solche Ausbildungsprogramme, die können da richtig, richtig viele Leute ausbilden und auf den Weg bringen.
Solange sie Mhm. dann danach zu uns kommen, solange sie danach dann sich Unternehmen suchen, wo sie halt nun mal eben nicht in diesem Prozess sind, wo alles quasi gestreamlined sind. Du gehst da rein, hast da eine Bande links, eine Bande rechts und du darfst deinen Weg geradeaus durchgehen, wenn du möchtest, aber auch wirklich nur in diese Richtung. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Bitte alle Hörer, die sich da jetzt angesprochen fühlen und vielleicht sogar auf den Schlips getreten fühlen, nimmt das nicht persönlich, aber ich glaube, wir kennen alle den Unterschied, wie es ist, in einem Konzern zu arbeiten oder auch in kleineren Firmen. Ich muss auch Caro nochmal beipflichten. Ich habe, als ich die sozialen Medien so durchforstet habe oder als ich da so ein bisschen durchgescrollt bin die letzten Wochen tatsächlich, habe ich häufig eure Postings gesehen und es hat mich sehr verwundert. Also mir kam es wirklich so vor, als hättet ihr jetzt forciert gesagt, jetzt wollen wir das machen und das ist mir sofort aufgefallen mit dem Video, was da auch immer wieder aufgeploppt ist, wo ihr so eure Erfahrungsberichte direkt von den Personen, die da als Nachwuchs dazugekommen sind, da gepostet hat. Das finde ich super. Man kann ja mittlerweile auch als Außenstehender sehen, wie viele Leute auf solche Sachen reagieren, beziehungsweise die auch einfach nur gesehen haben. Und das funktioniert ja echt wunderbar bei euch. Also das muss ich echt sagen. Ist ein tolles Thema, ist super und ich finde, man kann da eigentlich gar nicht genug Werbung für machen. Wir alle sind davon abhängig, dass es einen Nachwuchs gibt. Und vor allem, du sagtest es gerade, es wird immer schwerer, auch Leute einzukaufen oder einzustellen, die schon fertig sind. Wenn es immer weniger Leute sind, die fertig sind oder fertig werden, dann hat man natürlich hinter das Problem, dass sich alle um die reißen, die da sind. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, den langfristigen Invest zu machen, jemanden auch wirklich von Grund auf neu auszubilden. Man hat Risiken dabei, also ist ganz klar, man muss vielleicht auch ein bisschen ausfiltern, dass das, wenn vielleicht jemand selber feststellt auf dem Weg dahin, das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder ja, orientiert sich anders oder es ist vielleicht jemand, der dann doch nicht die Performance bringt oder nicht ins Unternehmen passt. Da können auch Investments auch mal nicht nach hinten losgehen, aber nicht so platziert sein. Aber ich glaube, im Grunde genommen muss eigentlich jedes Unternehmen, ob groß oder klein, da richtig einen Invest reintreiben, damit wir unserer Branche auch in 10 oder in 15 Jahren noch richtig gute Fachkräfte bei der Seite haben. Und die nicht Definitiv. ChatGPT heißen oder GitHub Copilot. Ja, natürlich. Genau. Ja, also natürlich, ne? Also selbstverständlich stellen wir, so wie jedes andere Unternehmen, natürlich auch Absolventen, Junioren, Seniors ein und so weiter. Und wir sind auch froh, natürlich diese Leute zu haben. Das sind natürlich auch alles tolle Menschen, die auch einfach gut zu uns passen und tolle Arbeit leisten. Ne? Aber so einen Nachwuchs generieren, das ist schon wichtig und es ist auch ein Erfolgsmodell. Ne? Also weil wir natürlich dann auch schon sehr früh so eine Identifikation mit den Team und mit dem Unternehmen einfach schaffen können. Ne? Die Bindung ist ja auch ganz wichtig. Ne? Also, Ja, cool. Ja, so Studierende oder Auszubildende, ich meine, Kai und ich, wir haben auch eine Ausbildung gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kai, aber wenn ich mich an meine Ausbildung zurückerinnere, ich war schon auch noch ein sehr anderer Charakter damals und kann mir auch vorstellen, dass es manchmal vielleicht gar nicht so einfach war, die ganzen Themen bei mir in den Kopf reinzuprügeln oder reinzubringen. Oha. Ja, also ne, ist nicht körperlich geworden oder so. Disclaimer. Nee, sonst müssen wir noch einen Disclaimer vor die Folge machen können. Nein, also es gab keine Prügelstrafe, es war einfach nur eine Analogie. Und magst du da vielleicht, beziehungsweise habe ich bei meinen Mitschülern auch festgestellt, dass es teilweise sehr anders ist. Ich habe ja auch in der Gegend gelernt, also ich komme auch aus Braunschweig und habe meine Ausbildung auch dort in der Gegend gemacht und kenne natürlich dadurch auch die Seite, wie das dann ist, was die Kollegen erzählen, die dann bei dem Konzern waren oder in der und der Beraterfirma oder in der und der Dienstleistungsfirma. Und da hat man natürlich so ein paar Aspekte mit reinbekommen. Aber wie macht ihr das so? Also magst du da ein paar Insights geben, wie ihr die Menschen, die jungen Leute anlernt? Also es ist ja immer sehr herausfordernd, finde ich, wenn man unterschiedliche Stände hat. Vielleicht hat sich die Person schon mal mit dem Thema beschäftigt, vielleicht gar nicht. Vielleicht ist die Person erst 16 Jahre alt oder so. Also es gibt ja auch durchaus sehr junge Auszubildende. Wie strukturiert ihr euch da so? Habt ihr da irgendwie eine spezielle Person, die Menschen ausbildet? Oder habt ihr so einen Wechsel in der Firma, dass jeder Studierende oder jeder Azubi mal in einer anderen Abteilung ist? ja, also kann ich gerne ein paar Einblicke geben. Also es ist wahrscheinlich von allem so ein bisschen irgendwie. Ne? Also das ganz generell gibt es ja erstmal so für uns oder das, was wir so tun, so ein paar unterschiedliche ganz klassische Wege, die man so gehen kann. Ne? Das eine ist ja die ganz klassische Ausbildung mit IHK-Abschluss. Dann gibt es das Thema duales Studium.
Und als drittes auch das Thema Werkstudenten. Ne? Also wenn wir jetzt mal bei dem Thema der klassischen Ausbildung anfangen, das machen wir auch schon seit ganz vielen Jahren, im Grunde eigentlich schon immer. Also schon bevor ich hier gewesen bin, hat das Unternehmen, glaube ich, ausgebildet. Das funktioniert natürlich auch. Ich muss aber sagen, dass das in der letzten Zeit schon ein bisschen schwieriger geworden ist, für die klassische Ausbildung so geeignete Kandidaten zu finden. Ne? Woran das liegt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Vielleicht ist es dann so ein bisschen das Mindset, das schwieriger geworden ist. Die Leute sind meist noch ein bisschen jünger. Sagen wir mal, dieser Einstiegspunkt, der Aufsatzpunkt bei uns ist vielleicht auch ein bisschen höher als zum Beispiel in einem Unternehmen, nehmen wir ruhig wieder so einen Konzern, der eine Ausbildungswerkstatt hat. Ja, also das ist bei uns natürlich alles ein bisschen anders. Bei uns arbeiten die Leute, auch die Auszubildenden und Studenten im Prinzip vom möglichst früh, vielleicht nicht vom ersten Tag an, aber dann vielleicht vom zweiten, dritten, 12. Tag an, möglichst in Projekten mit und lernen einfach on the job, ne? Haben natürlich ihre Ansprechpartner, auch ihre Ausbilder auch in unterschiedlichen Bereichen und Abteilungen. Aber ja, es ist dadurch einfach ein anderer Einstiegspunkt. Und das ist tatsächlich schwieriger geworden. Ein weiterer Aspekt, der da schwieriger geworden ist bei der klassischen Ausbildung, unsere Erfahrung natürlich ist, wir kennen alle jetzt die Vor- und Nachteile, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, ne? Und wir alle genießen nun plötzlich eine hohe Flexibilität, auch was Arbeitsort, Arbeitszeit und sowas angeht. Und da ist das Thema Betreuung sehr schwierig geworden einfach, ne? Also als Ausbildungsbetrieb hast du natürlich auch einen Ausbildungsauftrag. Und in dem dann gerecht zu werden, ist es einfach schon ein bisschen schwieriger. Das ist ja nach unserer Erfahrung mit Studierenden schon wieder ein bisschen anders. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch Werkstudenten, das ist jetzt das krasse Gegenteil. Die sind ja ganz frei unterwegs, studieren und arbeiten dann in einem Unternehmen, zum Beispiel bei uns, um sich ein bisschen Geld zu verdienen fürs Studium. Ne? Und die sind halt natürlich oft von ihrem Mindset schon ein bisschen anders, ein bisschen anderer Typus. Die haben meist schon so 2, 3 Semester Studium hinter sich, sind dadurch auch schon eigenständiger unterwegs als Studenten, haben ein bisschen konkretere Vorstellungen von ihrer eigenen Zukunft und ja, anders oder weiterentwickelte Grundeinstellung vielleicht auch schon. Ne? Auch bei denen gilt bei uns, dass sie eben nicht in der Ausbildungswerkstatt landen, sondern vom ersten Tag an wirklich in Projekten mitarbeiten. Ne? Das klappt natürlich gut in Pauschalprojekten, auch mit Azubis natürlich. Ne? Also weniger letztendlich im Consulting-Bereich. Ne? Und das ist natürlich so ein Punkt. Wir haben ja eigentlich dann gar keine Bindung, außer eben diesem Werkstudentenvertrag. Wir haben keinen Ausbildungsvertrag, aber wir helfen natürlich den jungen Studierenden damit, so ihr erlerntes Wissen aus dem Studium schon mal in die Praxis zu übertragen. Ne? Und natürlich versprechen wir uns da auch was von. Also das Ziel ist natürlich immer, die Leute auch am Ende ja, im Unternehmen zu übernehmen und einzustellen und ja, sage ich mal, ausgebildete Entwickler zu haben. Und dann gibt es so diesen dritten Punkt, den wir auch ganz betreiben. Das ist eben das Thema duales Studium. Das ist ja vielleicht so ein bisschen die Mischung aus beiden. Da sind die Studenten dann eben nicht mehr so ganz so frei unterwegs. Sie sind natürlich an der FH oder an der Uni unterwegs und wir finanzieren das Studium dann letztendlich und in den, sage ich mal, vorlesungsfreien Zeiten und in den Praxisphasen sind sie eben voll bei uns und arbeiten mit. Und das ist natürlich auch wieder weniger Freizeit für die Leute, ein sehr hoher Anspruch einfach, ne, dem sie da gerecht werden müssen. Denn wir interessieren uns dann natürlich auch für die Noten, die jungen Menschen dann einfach, das ist ja klar, ne, wenn du denen das bezahlst, dann willst du natürlich auch irgendwie ab und zu mal auf die Noten gucken aber nicht aus böser Absicht, sondern weil wir natürlich da helfen wollen und gucken und unterstützen wollen, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, ne, und auch die sind letztendlich in der Zeit dann bei uns, wenn sie bei uns sind, heißt also vorlesungsfreie Zeiten oder auch natürlich die Praxisphasen, die jeder Studierende auch kennt, ne, auch in der Regel voll mit in Projekten zusammen in den Teams oder mit den Kolleginnen und Kollegen unterwegs und sind einfach sehr früh schon einfach an das Team gebunden, identifizieren sich mit dem Unternehmen, auch mit den Technologien übrigens, mit denen wir arbeiten, zum Beispiel Apex, was ja sonst
noch ja nicht unbedingt jeder kennt, wenn du mal so an die Hochschulen gehst. Ja, das wollte ich auch schon fragen, ob ihr denn feststellt, weil es ist nicht nur ein Gefühl, das ist ja de facto so, dass Oracle jetzt nicht unbedingt als so sexy empfunden wird von den Leuten, dass sie das gerne mal machen möchten. Viele gehen ja gerade im Entwicklungsbereich eher in, ich sag mal, in Anführungszeichen modernere Richtungen. Und wie habt ihr da so die Erfahrung gemacht? Gibt es da irgendwie so Berührungsängste oder ist da doch eine gewisse Offenheit da auch bei den Werkstudenten? Hm. Ja, häufig kennt es einfach keiner, ne? Und es ist natürlich, ja, die meisten denken immer erstmal so in, ja, Hauptsache eine Hochsprache, ne? Genau. Und Low-Code, das ist ja auch nicht so richtig Entwicklung. Das ist natürlich, die wir die Technologie ganz gut kennen, wissen natürlich, dass das so gar nicht stimmt, ne? Aber das musst du natürlich auch jungen Menschen dann einfach erstmal erklären, ne? Also wenn man die Begeisterung selber dafür hat und sich junge Leute auch ja, darauf einlassen. Man muss es ihnen zeigen. Also man muss sie vielleicht ein bisschen mal an die Hand nehmen und sagen, guck mal, das ist wirklich nicht nur eine sinnvolle Technologie, das ist auch cool, es macht Spaß, du kannst da echt tolle Anwendungen mitentwickeln irgendwie, ne? Und dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Ich würde nochmal auf den Anfang jetzt gerade nochmal zurückrudern sozusagen. Du sagtest es jetzt gerade am Ende schon mal, die Begeisterung der jungen Leute auch ein bisschen einfangen oder die so ein bisschen dafür interessieren lassen. Ihr macht jetzt mit Twitter dafür Werbung, um da auch die Reichweite zu bekommen, mit Instagram an die gleiche Zielgruppe irgendwie auch was zu schicken. Ich stelle mir die Frage, ob sich da vielleicht, und das ist jetzt eher so eine These oder eine persönliche Sicht, die ich da habe, so ein Eindruck, wenn wir die Jugend heutzutage jetzt anschauen, das ist jetzt ein schwieriger Anfang, ohne wirklich jetzt in alle Fettnäpfchen zu treten. Ich bin gespannt auf die Frage jetzt. Ja, ich auch. Ist der Otto-Normaljugendliche heutzutage, hat sich das im Verlauf der letzten 10 oder 15 Jahre verändert, was traditionelle oder klassische Jobs angeht? Also ich will jetzt nicht davon sprechen, dass jeder irgendwie das Ziel hat, Influencer zu werden oder YouTuber, oder es sind ja ganz viele neue Berufsfelder auch aufgekommen, die, für mich früher, ich habe gerne mit Computern gearbeitet, schon seitdem ich ganz, ganz klein bin. Für mich war klar, dass es in diese Richtung gehen soll, und dann war es eine Ausbildung als Fachinformatiker jeglicher Couleur, die ich mir damals offen gehalten habe, war für mich klar, dass es in diese Richtung gehen sollte. Und danach einen Job in diesem Feld zu suchen, das war für mich auch ganz klar. Ich frage mich jetzt heutzutage, ob es deswegen vielleicht schwieriger ist, auch Nachwuchs zu finden, die sich für solche Jobs interessieren, also sei es Beratung, sei es einfach Entwickler in-house, ob das vielleicht einen Einfluss darauf haben kann, dass andere Berufsbilder heutzutage interessanter sein könnten oder vielleicht sogar einfach nur die Tatsache, nicht den Wunsch zu haben, in einen klassischen Beruf zu wechseln. Ja, in Amerika nennen es, glaube ich, viele Anxiety, was Jugendliche haben, dass sie überhaupt nicht wissen, wohin mit sich, und dass es nicht mehr so diesen Druck gibt, wie es früher vielleicht war oder ganz früher auch vor unserer Zeit vielleicht war, dass man einen Beruf erlernt, der zur Klasse A, B, C oder D gehört, ja, entweder Handwerk oder IT oder das, und ich entscheide mich zwischen einem von denen und dann gehe ich meinen Weg. So, jetzt besteht das Problem, dass viele junge Leute überhaupt gar nicht wissen, was sie überhaupt machen sollen. Dann gibt es einige, die sagen, sie gehen dann studieren, weil das die logische Konsequenz daraus ist, was sie gelernt haben oder im Abitur gemacht haben, und dann orientieren sie sich an wirtschaftlichen Faktoren, welche Berufe sind gerade gefragt, was wird gebraucht. Aber dann stehen alle irgendwann, oder viele stehen an einem gewissen Punkt, wo sie dann fertig sind mit dem Teil und ins Berufsleben starten wollen, aber auch noch nicht so richtig wissen, in welche Richtung geht das. So, das waren jetzt ganz viele Fragen, ganz viele Thesen, ganz viele Ansichten, die ich versucht habe, ganz vorsichtig auszudrücken. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das in den letzten 10, 15 Jahren verändert hat und wir deswegen vielleicht es jetzt wirklich auch schwerer haben, diesen Personenkreis zu adressieren und den für unseren Job irgendwie das Interesse zu wecken. Was sagt ihr dazu? Also ja, vielleicht. Also das kann schon gut sein. Natürlich, ich denke, die Bandbreite des Angebots wird ja irgendwie permanent größer. Ne? Also mir fällt so eine Analogie ein irgendwie. Ich bin ja früher mal Fußballer gewesen irgendwie, ne? Und auch da ist es irgendwann schwerer geworden, irgendwie überhaupt Nachwuchs zu finden, weil das Angebot an Freizeitbeschäftigung viel größer geworden ist irgendwie. Das kann man vielleicht hier auch so ein bisschen ja, das ist vielleicht ein Grund, gut möglich, ne? Also
haben wir vielleicht noch gar nicht so betrachtet. Bei uns ist tatsächlich grundsätzlich so, die Leute, die wir suchen oder die wir finden, dann auch zum Glück auch immer noch finden, gerade junge Menschen, die wir dann in der Ausbildung begleiten wollen, das sind in der Regel tatsächlich Menschen, die auch einfach schon diese Affinität von vornherein mitbringen, ne? Also die haben Bock darauf, die haben oft auch schon etwas, während sie noch ihr Abi gemacht haben, irgendwie schon erste Programmiererfahrungen gemacht. Die haben schon irgendwo ihre eigenen Repositories, kleine Projekte gemacht irgendwie. Die machen das in ihrer Freizeit auch weiterhin irgendwie, ne? Das ist Ja. natürlich so ein bisschen so, diese Leute suchen wir natürlich und das ist nicht immer leicht, aber es gelingt uns eigentlich doch immer wieder welche zu finden. Also wir suchen ja auch nicht Hunderte davon. Wir sind ja auch ein mittelständisches Unternehmen. Wir brauchen ein paar wenige. Und wenn das natürlich jedes Unternehmen für sich auch so macht und dann generieren wir ja alle gemeinsam immer noch eine ganze Menge Nachwuchs irgendwie, ja, für die Branche. Ne? Das heißt, bevor wir jetzt gleich weiter Richtung dem Thema Apex Connect wandern und dann einen smoothen Übergang machen, halten wir vielleicht fest. Wir versuchen also noch mehr Leute dafür zu gewinnen, sich in diesem Bereich zu entwickeln. Das machen wir, indem wir in Social Media aktiv werden, und mit wir meine ich jetzt eigentlich unsere komplette Bubble, die sich in dem Bereich, alle Unternehmen, die wir so repräsentieren und für die wir tätig sind, versuchen wir so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass es auch wichtig ist. Und das geht auch an die Hörer raus, alle die da einen Einfluss drauf haben können oder die das irgendwie auch mal im Unternehmen anmerken können. Wir sollten alle darauf achten, dass das, was die Zukunft des eigenen Unternehmens oder der Branche, in der wir sind, hängt wirklich schwer davon ab, wie viel wir jetzt tun gerade. Dass wir jetzt dafür sorgen, dass wir in 10 Jahren noch Experten haben und dass wir da genügend Experten haben und dass das ein Invest für die nächsten Jahre ist, und da sollten wir jetzt wirklich mit starten, und ich glaube, das ist ein super Übergang. Wir haben es gerade schon mal angeschnitten, das Next-Gen-Programm auf der Apex Connect hast du ja betreut, da warst du ja mit dabei und hast da ja so ein paar Punkte kannst du dazu bestimmt nennen. Wie funktioniert das auf der Apex Connect? Was ist das Next-Gen-Programm und was bietet das jetzt neuen, jungen, frischen Leuten, die vielleicht sowas mal erleben wollen? Ja, richtig. Also ich bin in diesem Jahr das erste Mal dabei im Organisationsteam der Apex Connect, und genau mein Bereich ist letztendlich das Thema Next-Gen und Nachwuchs. Das ist das Thema Nachwuchsgewinnung natürlich. Es geht darum natürlich auch Nachwuchs für die Community zu finden und ja, mitzunehmen auf die Reise und auch dafür zu begeistern, was uns so begeistert. Ne? Und auf der Apex Connect ist es natürlich das Thema Apex, und das Next-Gen-Programm ist letztendlich in dem Fall eine Möglichkeit, dass wir ja, Studierenden und Auszubildenden eine kostenlose Teilnahme an der Konferenz anbieten. Und dafür müssen sie eine Kleinigkeit tun. Sie müssen einfach ein bisschen mithelfen bei der Organisation. Das heißt, letztendlich vor Ort sprechen wir darüber. Wir kennen das alle, wer schon mal auf einer Konferenz war, da gibt es Vortragsräume, da ist so ein bisschen Technik. Es geht darum, einfach, sage ich mal, bei der Gestaltung in den Vorträgen einfach, also nicht im Vortrag selbst zu unterstützen, sondern die Speaker und die Organisation so ein bisschen zu unterstützen. Ne? Also es ist nicht wirklich Arbeit. Wer den Erfahrungsbericht von Laura gesehen hat, irgendwie sagt so, ja, man nennt es Arbeit, es ist aber selbst aus studentischer Sicht nicht wirklich Arbeit. Es ist einfach ein bisschen mitmachen, und dafür hat man eben die Möglichkeit, kostenlos an der Konferenz teilzunehmen. Und was hat man nun davon als Student oder als Studentin? Ich denke, es ist generell erstmal für jeden interessant, der irgendwie offen ist für neue oder andere Technologien. Man muss jetzt nicht unbedingt Oracle Vorkenntnisse haben oder schon Datenbank Affinität haben. Es ist einfach, glaube ich, interessant, auch für klassische oder junge Menschen, die dem klassischen Entwicklungspfad folgen möchten, einfach auch mal etwas Neues kennenzulernen. Ne? Denn da sind natürlich viele erfahrene
Entwickler, Experten, Speaker, mit denen man sich austauschen kann, von denen man was lernen kann, auch über den Tellerrand schauen kann. Und wir versuchen ja auch, insbesondere über das Next-Gen-Programm, auch dafür zu sorgen, dass die jungen Menschen auch die Möglichkeit haben, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen und eben nicht so wie die jungen Newbies sozusagen in der Ecke stehen und zugucken, sondern sollen ja integriert werden. Das ist ja übrigens ja auch das Motto. Es heißt ja vor allen Dingen auch Apex Connect. Also wir wollen ja uns connecten, das Netzwerk vergrößern. Und dazu sollen natürlich dann auch die Studierenden gehören. Und da können wir auch nochmal an der Stelle erwähnen, also wenn wir jetzt sehen, wir gucken auf die Ticketseite von der Apex Connect Konferenz, das wird natürlich jetzt, wenn wir die Folge ausstrahlen, wahrscheinlich nicht mehr verfügbar sein, aber das nehmen wir jetzt mal exemplarisch, das Ticket. Das Early Bird Ticket für die Apex Connect für 2 Tage kostet derzeit 800 €. Das ist angebracht, definitiv. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich auch in dem Orga-Team sitze und wir die Preise ja irgendwo auch, die kommen ja auch irgendwie zustande. Das ist es auf jeden Fall wert. Das ist für jeden Besucher, ist es das wert, das Geld auch zu investieren, vor allem für die Firmen auch. Gar nicht mal so schwierig, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Aber das ist etwas, was ein Student dann kostenlos bekommt. Und dazu gehört halt nicht wirklich nur ein vollgepacktes Programm mit allen möglichen Sessions, ob jetzt, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg dem Apex Connect-Thema selbst, aber ganz viele Sessions, Einsteiger-Sessions, wo man wirklich alles neu lernen kann mit einem Experten zusammen, bis hin zu Fachvorträgen, die in eine gewisse Ecke gehen und spezielle Themen in der Tiefe behandeln, können die Studenten da natürlich mit ein bisschen Arbeit verbunden, die da das Leben oder die Konferenz selber zu dem machen, was sie sind, auch noch an diesen Vorträgen teilnehmen und können sich das angucken und können danach mit den Speakern sprechen. Und das sind Deutschland oder auch europaweit und teilweise auch in unserer Bubble weltweit bekannte Speaker, mit denen man da einfach vor so einem Raum mal kurz in Kontakt treten kann, sich vorstellen kann und sagen kann, was man so vorhat und was man machen kann. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und das ist ja auch der Hauptbestandteil dieser Konferenz. Deswegen heißt sie Apex Connect, weil nicht nur Fachkräfte, Experten, die sich im Zweifel schon kennen, da zueinander finden, sondern weil eben diese Experten auch in Kontakt mit denen kommen, die es mal werden wollen. Und das nochmal mit dem Preis von 800 € für die 2 Tage, die man da vor Ort in dem Hotel auch ist das ein super Angebot, was eigentlich kein Student, der sich ernsthaft für die Zukunft in diesem Bereich interessiert, liegen lassen sollte. Es gibt, fair enough, noch ein On-Demand-Ticket, wo man sich die Sachen online angucken kann, hinter die Videoaufnahmen. Da fällt natürlich der wichtigste Teil weg, das Connecten. Da kann man sich nur die Lerninhalte hinterher angucken. Das ist natürlich wesentlich günstiger, aber also wie gesagt, dazu spreche ich jetzt einfach mal auch an alle Hörer von uns, die vielleicht noch im Studium sind oder das vorhaben. Dieses Programm wird es nicht nur dieses Jahr geben, das können wir eigentlich, glaube ich, schon mal so sagen, gehört mit zu der DNA von der Apex Connect, das war in den letzten Jahren so und auch in diesem Jahr wird es, oder in den nächsten Jahren wird es auch weiterhin so sein. Safe Harbor Statement würde Oracle jetzt sagen. Aber ich kann mir nicht anders vorstellen, dass wir das nicht auch die nächsten Jahre weitermachen. Und wer sich dafür interessiert, auch wenn es vielleicht dieses Jahr nicht mehr klappen sollte zeitlich, dann bitte nächstes Jahr frühzeitig dafür einfach mal bei uns melden und nachfragen oder bei der Konferenz melden, was man denn tun kann, um daran teilzunehmen. Das ist wirklich eine super, super Möglichkeit, um nochmal mit Experten in Kontakt zu treten, mit anderen Studierenden in Kontakt zu treten, aber auch vielleicht, das ist auch eine tolle Perspektive, mit Unternehmen, die in diesem Bereich gerne Leute einstellen und auch gerne Leute fördern, dass man das alles mitnehmen kann auf so einer Konferenz. Ja, bei mir ist es ja auch schon ein bisschen her und ich werde auch nicht müde, es zu betonen. Also ich war auch schon in diesem Programm drin. Vielleicht nicht unbedingt von der Connect, weil die gab es damals noch nicht, aber von der Konferenz und Ausstellung, also von einer anderen Konferenz. Und ich fand das total wertvoll und auch für mich als doch eher introvertierten Menschen, der auch Probleme hat, dann vielleicht den Anschluss zu finden, diese Möglichkeit mit den Referenten oder Dozenten sprechen zu können, weil man halt einen Grund hat und dann spricht man einfach mit denen ab und dann war das damals immer so, dass man halt so Karten hochgezeigt hat und ich meine, auf der Connect gibt es das auch und dann zeigt man halt so 5 Minuten vor Schluss die gelbe Karte und zum Schluss dann die rote Karte oder sowas und das muss man dann auch entsprechend abgrenzen und absprechen und ist immer ganz witzig, weil es gibt so ein paar Pappenheimer, die immer überziehen und dann ist das so ein Running Gag und genau, geil. Und das ist halt einfach, ich weiß nicht, es ist einfach cool vom Gefühl her, es ist lustig und dort gibt es viele Unternehmen, viele Aussteller und ja, also ich persönlich finde immer, das ist eine Erfahrung wert,
wenn man dann nur einmal hingeht und es gefällt einem nicht, ja gut, dann geht man halt nicht mehr hin, aber ausprobieren kann man es, weil die Einstiegshürde, finde ich, persönlich ist recht niedrig. Ja, und die Konferenzen, das gehört ja, wie unsere Hörer wahrscheinlich jetzt schon in mehreren Folgen oder fast in jeder Folge wahrscheinlich irgendwie mitbekommen haben von uns, gehört es ja mit zu unserem Job, dass wir auf vielen Konferenzen vor Ort sind und dass wir da unter anderem natürlich Podcasts aufnehmen, aber auch unsere Vorträge halten oder Vorträge anschauen. Und da muss ich wirklich sagen, dass bei der Apex Connect diese Atmosphäre und die Community wirklich einen super tollen Zusammenhalt auch zeigt. Und wer die letzte Folge mit Samuel Nietzsche gehört hat, der wird ja auch ich kann es jetzt nicht zitieren, aber das, was er gesagt hat zum Thema, wie er auf der Apex Connect, was er für einen Eindruck bekommen hat und für einen ersten Kontakt mit der Community von uns bekommen hat, war tatsächlich Caro, die vor einem Raum auf ihn gewartet hat und ihn sofort einfach mitgenommen hat und gesagt hat, ja, hi, du bist jetzt auch da, finde ich super, toll, komm noch mit hier auf der Konferenz, du gehörst jetzt hier direkt dazu, sage ich jetzt mal. Und das ist der Spirit, der auf der Apex Connect herrscht. Und das ist das, was ich gerade damit sagen wollte, dass wir viel auf Konferenzen unterwegs sind. Das würde ich sagen, ist auf der Apex Connect wirklich außerordentlich nochmal bemerkenswert, dass wir da eine toll zusammenhängende Community haben und dass da jeder, der dazu kommt, wirklich mit offenen Armen aufgenommen wird. Es klingt jetzt sehr schnulzig, aber ich mache das nur auch schon ein paar Jahre mit und ich habe sehr, sehr viele Studenten, ja, das geht mir ein Herz auf. Also, wir haben viele Studenten die letzten Jahre immer dabei gehabt und ich glaube, wir sind alle spätestens bei der Abendveranstaltung alle so gut zusammengekommen und haben uns so toll ausgetauscht und die Kontakte, die laufen auch weiterhin und man sieht sich dann irgendwann wieder in irgendwelchen Projekten oder bei Unternehmen oder man hilft sich gegenseitig und das ist alles eine Win-Win-Win-Situation, wenn man diese Chance in Anspruch nimmt, die einem hier geboten wird. Absolut, kann ich nur zustimmen. Ich habe da übrigens tatsächlich auch eine Parallele mit Sam, weil auch Caro eine meiner ersten Kontaktpersonen war auf meiner ersten Apex Caro. Connect. Ich wundere mich auch gerade. Ja, also ich glaube, es war 2018 irgendwie in Düsseldorf oder so ungefähr. Genau, bin ich das erste Mal auf meiner ersten Apex Connect unterwegs gewesen und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, Caro, dass du auch eine der ersten warst, mit denen und das gilt aber letztendlich für alle, ne? So wie ihr es auch gerade gesagt habt, einfach, es gibt ja eigentlich auch diese Unterschiede gibt es einfach nicht. Wenn man so das erste Mal so in die Berührung kommt damit, dann hat man so ein bisschen, das ist der Speaker und der ist so gut und so den kenne ich nur von Twitter irgendwie und dann ist man irgendwie dabei und merkt, dass das ist überhaupt gar nicht so, weil jeder mit jedem sich unterhalten kann. Es guckt keiner einen komisch an, sondern es werden einfach alle Leute, die Interesse haben und Bock haben, einfach herzlich aufgenommen und du kannst dich mit jedem unterhalten, auf der Abendveranstaltung mit jedem ein Bier oder eine Cola oder was auch immer man gerne haben möchte trinken und das ist total toll und auch ich habe auch damals schon beobachtet, wie toll auch einfach junge Menschen, Studierende einfach dann da vom ersten Moment dann eingebunden werden. Und deshalb kann ich mir auch, so wie du das auch sagtest, Kai, auch natürlich Safe Harbor, aber ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Es ist natürlich für die Studenten toll, aber ich denke auch aus Sicht der DORG eigentlich auch meiner Meinung nach ein Erfolgsrezept. Wenn ich jetzt schaue, eine unserer Studentinnen, die ist im letzten Jahr das erste Mal dabei gewesen über das Next-Gen-Programm und hat in diesem Jahr schon ihren ersten Vortrag. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist genau das, was wir ja eigentlich auch wollen. Nämlich Leute auch, die sich, ja, auch Nachwuchs, der sich in der Community natürlich beteiligt. Das ist einfach super. Ja, richtig, richtig cool. Da auch nochmal an der Stelle. Haltet Vorträge. Ihr habt was zu erzählen, offensichtlich. Aber Caro, vielleicht sollten wir fürs nächste Jahr für die Apex Connect mal so ein Bild von dir hochladen, dass du quasi so das Community-Maskottchen bist und auf jeder Konferenz nur auf neue Kollegen und auf neue Experten wartest, um sie herzlich mit aufzunehmen. Das ist vielleicht, jetzt ist das schon die zweite Person. Ich muss Das sagen, stimmt, ich ja. habe dich ja auch auf einer Konferenz so erlebt, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, das auf der DORG K&A, glaube ich, da habe ich dich genauso kennengelernt. Also vielleicht ist das ja auch so ein Keypoint, wo wir das nächste Jahr mit in die Bewerbung gehen können, um Nachwuchs zu fördern. Es gibt eine Caro bei uns, das ist vielleicht erwähnenswert. Genau, oder wir basteln Schilder und dann laufe ich da wie so eine, wie heißen diese Guides in der Stadt mit so einem Schirm durch die Gegend. Ja, das wäre schön, eine Führung von Caro. Genau. Jetzt haben wir es gerade schon angeschnitten, die Highlights von der Apex Connect. Vielleicht, also die Folge jetzt hier, die kommt ja auch unmittelbar vor der Apex Connect raus und soll auch nochmal dazu dienen, nicht nur natürlich unseren Nachwuchs auf die Konferenz zu bringen, sondern alle Interessierten,
die vielleicht einfach mit der Community in Kontakt treten möchten, vielleicht einfach nur was lernen möchten oder vielleicht auch einfach mal den Ausweg aus dem normalen Berufsalltag finden wollen, um sich einfach mal weiterzubilden. Und das ist eine Maßnahme, die auch viele Unternehmen unterstützen. Wenn wir jetzt die Key Facts von der Apex Connect dieses Jahr uns mal anschauen, vom zeitlichen Raum, ich kann jetzt nicht sagen, vom aktuellen Zeitpunkt an, wie viele Wochen es noch sein werden, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass die Apex Connect Anfang Mai, am 3. bis 4. Mai 2023 natürlich, im Hotel Now, also NHOW in Berlin stattfinden wird, das direkt neben dem Universal-Gebäude da. Und da werden sehr viele tolle Vorträge sein und da haben wir uns mal die Mühe gemacht vorher oder generell die Mühe gemacht für die Konferenz, was für uns die persönlichen Highlights sind. Caro, vielleicht möchtest du mal anfangen und deine Highlights von der diesjährigen Apex Connect erzählen oder in die Glaskugel schauend, in der Hoffnung, dass es genauso wird, wie es da steht. Aber was sind deine Highlights, auf die du dich besonders freust dieses Jahr? Ja, also du hast es ja eben schon gesagt, du hast das Hotel erwähnt und wir waren schon mal, vor einigen Jahren waren wir schon mal auch in dem Hotel, auch mehrere Male sogar. Und jetzt ist es ja so, dass wir jedes Jahr idealerweise woanders sind mit der Konferenz. Aber erstmal finde ich natürlich, Berlin ist eine schöne Location dafür und das Hotel ist auch so gefühlt mittendrin. Und das ist so eine Art Designhotel. Also die Zimmer sehen sehr anders aus. Sie sind sehr pink, was ich sehr cool finde irgendwie. Und das sind halt so Kleinigkeiten. In jedem Fahrstuhl läuft andere Musik. Jeder Fahrstuhl hat ein eigenes Thema. Das ist halt sehr, sehr künstlerisch, also für Künstler quasi angehaucht, sehr musikalisch, sehr, sehr künstlerisch, das Hotel. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Das finde ich sehr fancy. Ja, da spielen auch teilweise, da stehen Gitarren rum im Foyer unten, dass da jeder, der ist und vielleicht, also nein, eigentlich kann es wirklich jeder machen, ob er es kann oder nicht, sich da hinstellen kann, Gitarre spielen kann. Da sind auch häufiger an den Abenden auch Bands gewesen, die da gespielt haben einfach. Und man sieht, es ist halt direkt neben Universal und deswegen hat das, glaube ich, auch so eine gewisse Verbindung, dieses Hotel. Gilt halt als Musikhotel. Und das sieht man da überall wieder gespiegelt. Caro, du hast gesagt, in den Aufzügen läuft Musik. Das war einmal für mich in der Situation echt lustig, weil ich stand in einem Raum und wollte gerade anfangen zu präsentieren und habe festgestellt, dass ich meinen Presenter vergessen habe. Und da bin ich da ganz schnell losgerannt. Der Raum war schon voll mit Menschen, die gewartet haben auf den Start des Vortrags. Und ich bin mit Lenny Kravitz hoch aufs Zimmer gefahren. Also ich hatte nochmal so richtig die Motivation. Ich hatte das Mikrofon schon umgebunden. Ich war mir nicht sicher, ob man mich schon hören kann. Deswegen habe ich nur leise mitgesummt. Ich bin mit Lenny Kravitz hoch, war voll motiviert, habe meinen Presenter geholt, bin wieder zurück in den Aufzug und bin dann mit Mozart runtergefahren. Und Oh no. das hat dieses Adrenalin wieder ein bisschen gesenkt und ich konnte in aller Ruhe wieder in den Raum gehen und meinen Vortrag halten. Aber das ist der Spirit dieses Hotels. Das ist super fancy. Es gibt ganz oben in diesem Ausläufer, also wer vielleicht irgendwelche Serien guckt oder Filme geguckt hat, wo Hamburg eine Rolle spielt, da sieht man dieses Gebäude auch relativ häufig, weil das ist ein ganz normales Gebäude, eigentlich ein Hotelgebäude, wo aber eine große Etage, ich glaube, die ist so silber außen so mit Blech, sieht so aus wie mit Blech. Das ragt so ein bisschen über die Spree. So, und das kennt man eigentlich. Und da oben ist ein Apartment, glaube ich, drin, wo wir schon mal zur Speakers Reception waren und uns alle unter den Speakern kennenlernen durften. Und da ist eine große Wand mit allen bekannten Musikern, die da oben schon mal entweder Musik gemacht haben oder in dem Hotel waren. Und da hat man nochmal gesehen, dass das wirklich das Go-To-Musikhotel, glaube ich, ist, was es da so in der Nähe gibt. Aber allein die Location ist halt super. Man ist in dem Hotel direkt unten drin. Das ist ein großes Venue, wo in der Mitte ein großer Raum ist oder ein großer Saal ist, wo zum einen das Essen natürlich ist, aber auch zum anderen auch die ganzen Aussteller, die ganzen Partner oder Sponsoren der Konferenz ihre Roll-Ups haben oder ihre großen Werbewände und ihre HR-Kollegen, die da vielleicht stehen oder Vertriebskollegen. Da kann man alle treffen. In der Mitte, der Connect Point, glaube ich, hatten wir ihn früher mal genannt. Und von diesem großen Raum abgehend nach außen sind diese einzelnen Säle, wo man dann die Vorträge anschauen kann. Also man trifft sich alle immer wieder in der Mitte und dann geht man wieder raus in die Räume und guckt sich die Vorträge an. Und die Abendveranstaltung ist natürlich dann in so einem Musikhotel auch super. Da gibt es immer eine tolle Band, die auch vom Hotel dann beauftragt werden kann oder die man über das Hotel bekommen kann. Und das ist immer eine super tolle Party, die man da erleben kann und wo man dann nochmal die Konferenz so ein bisschen feiern kann. Nächster Punkt, Caro. Jetzt habe ich dich schon nach deinem ersten Highlight schon so unterbrochen. Entschuldigung. Ach, alles gut. Was ich halt immer toll finde, ist, es gibt halt Einsteiger-Stream. Also das
Einsteiger-Streams, sogar Mehrzahl. Es ist nicht so, dass es nur eine Konferenz ist für Menschen, die schon in dem Thema sind oder schon jahrelang da drin arbeiten, sondern da gibt es neben den ganzen Expertenvorträgen, sage ich mal, auch immer so einen Einsteiger-Stream, wo dann Dinge von Grund auf erklärt werden und die Grundlagen erklärt werden. Und das finde ich immer total wertvoll für alle, die sich dem Thema eben annähern wollen, dass man da auch ruhig auf eine Konferenz gehen kann. Man muss nicht immer eine große Schulung buchen, sondern man kann das halt wild durchmixen, wie es einem am besten passt, wie man es am besten findet. Und genau, das finde ich immer total toll. Natürlich die Neuigkeiten für Entwickler. Ich bin immer sehr gespannt, was da für neue Versionen, Versionsupdates rauskommen, für neue Funktionalitäten und so. Und dann habe ich mir noch 2 Vorträge rausgesucht. Ich habe extra versucht, nicht so die zu nehmen, die wahrscheinlich von euch beiden dann auch noch genannt werden. Deswegen habe ich mir hier einmal rausgesucht von dem Andreas Wiesmann, Screenshot, Recorder, Lighthouse und Co. Unermessliche Schätze in dem Chrome DevTools. Finde ich sowieso ein spannendes Thema. Da sind auch immer super viele Nachfragen, wie man die DevTools dann am besten benutzt. Und ich bin halt ein großer Fan einfach von Andreas, weil ich seine Vorträge immer total toll finde, weil er macht immer ganz verrückte Sachen, auf die ich niemals kommen würde. Auch so irgendwie eine Apex-Anwendung steuern mit einem Pedal und irgendeinem Instrument oder sowas. Also immer total interessant. Und dann bin ich super gespannt, was er dann da wohl so vorbereitet hat. Und dann noch von Daniel Hochleitner. Das ist, glaube ich, einer der letzten Vorträge von der Konferenz. 30 Apex-Tipps und Tricks, die nicht jeder kennt. Sowas finde ich auch immer total spannend und da kommen dann oft auch Dinge vor, die von denen man nicht wusste und man gerne wahrscheinlich 10 Jahre vorher gewusst hätte. Und deswegen kann ich sowas auch immer nur empfehlen, gerade von den Apex-Leuten. Definitiv. Wenn ich da mal weitermachen darf, also ich habe mich natürlich an den Vorträgen orientiert, die ich toll finde und ich habe keine Rücksicht darauf genommen, was ich wohl denke, was eure Highlights sind. Also natürlich, du hast es gerade schon erwähnt, Caro. Ja. Wir haben ja auf der Konferenz immer eine bunte Durchmischung, was die Vortragenden angeht. Also wir haben natürlich die Newcomer, die ihren ersten Vortrag halten, dessen Thema vielleicht auch tatsächlich ihr Einstieg in diese Technologie ist. Wir haben ganz viele Vorträge auch von Oracle-Mitarbeitern, direkt aus dem Apex-Team oder damit zusammenhängend oder ehemalig oder wie auch immer. Und da bekommt man immer den Einblick. Für mich ist der erste Vortrag, das ist glaube ich auch die Keynote, die Apex 22.2, 23.1 and Beyond. Die finde ich immer super. Es gibt jedes Jahr auf den Konferenzen immer Vorträge, die in diese Kerbe schlagen. Das kann in den letzten Jahren gewesen sein, dass es From the Apex Lab, glaube ich, hieß es auch mal, wo man dann auch so unreleased Features schon mal sehen kann, in welche Richtung das geht, was kommen wird. Da hat sich das Oracle-Team sehr stark geöffnet in den letzten Jahren, dass man da auch echt so Previews bekommt, was gerade in der Entwicklung ist. Da freue ich mich sehr drauf, um einfach zu sehen, wie sieht die Roadmap aus. Wir haben sehr viele Wünsche aus der Community gesammelt und auch an Oracle getragen und wir wissen ja, dass das Apex-Team selbst vor Ort auch auf den Konferenzen ist und auch immer dankend diese Tipps oder diese Wünsche annimmt. Da bin ich gespannt, wie viel davon jetzt in die nächsten Versionen von Apex einfließen werden. Und als zweites Highlight für mich habe ich noch was gesehen. Wer hätte das gedacht nach den letzten Folgen dieses Podcasts, ist GitHub Copilot, der Vortrag von Robert Marz. Da bin ich mal gespannt. Das ist ein Erfahrungsbericht, der jetzt, glaube ich, über ein Jahr mit GitHub Copilot als AI-Unterstützung in der Entwicklung geht. Da bin ich wirklich richtig gespannt, inwiefern jemand, wenn das wirklich als Power-User genutzt wurde, wirklich intensiv auf die zum Test gebracht wurde, wie gut kann mich das bei der Entwicklung unterstützen. Den Vortrag werde ich mir definitiv anschauen. Und auch natürlich Kundenberichte sind für mich immer ganz interessant, weil das dann nicht nur die Theorie ist, sondern inwiefern wird das, worüber da gesprochen wird, auch wirklich bei einem Kunden oder bei einem Endkunden sozusagen eingesetzt. Und dazu gehört für mich auch der Vortrag, der über nachhaltige Lieferketten bei Volkswagen mit Oracle Apex betrifft. Weil jeder kennt das Unternehmen, Apex haben wir ja gerade schon festgestellt, eigentlich so gesehen eigentlich kaum jemand außerhalb aus unserer Bubble. Und wenn man dann sieht, dass bei den großen Konzernen, bei denen man das vielleicht nicht wirklich erwarten würde, dass gerade so ein Framework Anklang findet, was gibt es da für Einsatzfelder, wo das gemacht wird? Und deswegen habe ich das für mich als Highlight rausgezogen. Ich persönlich freue mich natürlich auch über die tollen Folgen Devs on Tape, die wir da aufnehmen werden, auf der Konferenz natürlich. Ich glaube, ein kleines Goodie haben wir dann noch, das werden wir noch nicht verraten, aber was wir dann für die Konferenz vorbereitet haben, das wird nochmal was sein, was wir bisher noch nicht gemacht haben.
Wir sind gespannt auf tolle Gespräche und natürlich freue ich mich auch auf die Abendveranstaltung. Das ist immer was ganz Besonderes. Da trifft man ganz viele Leute wieder und nochmal in einer anderen Atmosphäre und Umgebung als sonst. Und ja, da freue ich mich, alte Bekannte wieder zu treffen, teilweise nach Covid das erste Mal und auch neue Menschen kennenzulernen, die ja, mit denen man vielleicht in Zukunft dann mal mehr zu tun haben möchte. Das sind für mich die Highlights der Konferenz dieses Jahr. Mike, wie sieht es bei dir aus? Ja, also erstmal freue ich mich natürlich auch sowieso riesig einfach jetzt auf diese Konferenz. Nicht nur, weil ich jetzt auch Teil des Orga-Teams bin, sondern ganz, ganz allgemein auch. Ich bin natürlich in gewisser Weise Teilnehmer und möchte Vorträge hören, sehen und auch mit Menschen sprechen. Und letztes Jahr hatten wir ja, sage ich mal, nach der Covid-Pause endlich mal wieder eine Vor-Ort-Konferenz. Ich hatte das Gefühl, im letzten Jahr war alles noch ein bisschen verhaltener irgendwie, weil wir natürlich alle ein bisschen ja Vorsicht haben walten lassen und ich habe aber jetzt schon tatsächlich das Gefühl, dass mehr Leute wollen, dass auch mehr passieren wird. Man sieht das, denke ich, auch ja, an den Zusagen der Aussteller, der Sponsoren, die da sein werden. Und ja, insofern freue ich mich einfach riesig auf die Konferenz. Ich muss sagen, ich habe nicht, was die Vorträge angeht, ich bin ja immer nicht so der Typ, der jetzt so diese ein oder zwei ja, Top-Favoriten hat. Vielleicht einfach, sag mal, so die Tipps, so wie ich die Konferenz sehe. Ich habe immer so gern so ein bisschen die Mischung. Das sind zum einen so Dinge, die Kai, die du auch schon genannt hast, natürlich vom Oracle Apex Team. Was gibt es Neues natürlich, ne? Als Keynote Apex 22.2, 23.1 and Beyond wahrscheinlich von Carsten Czarski und so weiter, aber auch Neues rund um REST Data Sources. Das ist immer, sage ich mal, so die eine Seite so, was immer spannend ist. Was gibt es Neues? Und da wird immer ganz viel vorgestellt. Was für neue Features gibt es oder auch nicht unbedingt neue, aber einfach Dinge, die ich einfach noch nicht gesehen, noch nicht ausprobiert habe. Und dann finde ich aber auch tatsächlich immer die andere Seite sehr spannend, nämlich so Erfahrungsberichte. Ne? Was haben Leute jetzt im echten Projektleben für Erfahrungen gemacht? Ne? Also mit irgendwelchen Dingen. Zum Beispiel fällt mir da auch sowas auf oder ein, was du genannt hast, GitHub Copilot. Erfahrungen aus einem Jahr AI-gestützter Softwareentwicklung, aber auch das Thema Entwicklung offline-fähiger Apex-Anwendungen. Ich glaube, da bist du sogar, bist du, glaube ich, sogar Co-Speaker, Kai. Sowas finde ich immer gut, einfach so ein bisschen die Gegenüberstellung auf der einen Seite, was kann man eigentlich theoretisch machen und auf der anderen Seite dann auch die Vorträge zu sehen und zu hören, was haben Leute wirklich für Erfahrungen gemacht. Denn das ist doch immer noch mal ein bisschen was anderes als das, was theoretisch so geht, was es so an Features gibt. Dann gibt es so ein paar Klassiker, wo ich mich dann auch immer freue, dass sowas immer mal wieder auftaucht. Ne? Also zum Beispiel auch wieder ein Vortrag zum Thema UTPL-SQL dabei, Programmieren mit UTPL-SQL vom Philipp Salvesberg. Ich finde, ne, das ist auch immer wichtig. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Testen ist Teil des Software-Developments irgendwie und übrigens auch in Datenbanken. Und das finde ich immer gut. Das sollte eigentlich auf jeder Konferenz irgendwie, sollten wir da irgendwie immer einen Vortrag zu haben. Und was ich auch toll finde, bin ich auch sehr gespannt, weil er eigentlich auch immer gute Vorträge macht, von Dani Schmieder, das Thema Constraints, der praktische Werkzeugkasten nicht. Man sieht das leider auch immer wieder einfach, dass in der Datenbankentwicklung ja, also gewisse Dinge einfach vernachlässigt werden. Das stört dann irgendwie und ich bin da ganz, ganz gespannt drauf, einfach auf diesen Vortrag. Das kann man auch einfach mal wieder zeigen, auch wenn wir glauben, das weiß ja eigentlich jeder. Ne? Wir machen relationale Datenbankentwicklung und da gehören natürlich Constraints, Primary Key, Unique Key Constraints, Foreign Keys und so weiter dazu. Ja, aber tatsächlich sehen wir auch immer wieder Anwendungen und Datenbanken im Kundenumfeld, wo das offensichtlich nicht so verbreitet gewesen ist. Und es ist einfach schön irgendwie, dass es durchaus noch sinnvoll ist, irgendwie die Leute daran wieder zu erinnern irgendwie, ne? Und ja, solche Dinge wie 30 Apex-Tipps und Tricks finde ich auch klasse. Ne? Ich mag Daniel, ich mag seine Vorträge und
ich, bei solchen, bei solchen Sammlungen von Tipps und Tricks, da ist das immer was dabei für jeden, ne? Also Mhm. sowohl für Neulinge als auch für alte Hasen. Da ist immer irgendein Ding dabei, irgendwie wo du sagst, also entweder, wow, wusste ich gar nicht oder, ach ja, habe ich vergessen, Ja. irgendwie, ne? Und ja, das sind so meine Dinge. Und dann würde ich schon tatsächlich, weil ich das vorhin auch schon nochmal erwähnt habe, auch nochmal ans Herz legen. Da bin ich natürlich auch gespannt drauf. Auf dem Vortrag von der Laura Fleischer, der Anfang vom Ende des Datenbankhasses, Lernansätze für SQL. Ich kenne ja Laura und ich weiß natürlich so ein bisschen, aus welcher Richtung das kommt. Und wir kennen das ja tatsächlich alle, wenn wir uns so mit Kollegen, Entwicklern, die so in der klassischen Softwareentwicklung unterwegs sind, irgendwie unterhalten. Ne? Die Datenbank ist immer böse, die ist immer schuld irgendwie und ich kann mich sogar selbst erinnern, irgendwie kurz nach meiner Ausbildung, zwischen Ausbildung und Studium war ich in einer Softwareentwicklungsfirma Firma und da habe ich mich irgendwann mit der Chefentwicklerin unterhalten und die hat mir gesagt, mit SQL haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Irgendwie, ne? Und die Wahrheit ist ja, glaube ich, häufig so das Thema, die Datenbank performt nicht, dann ist die immer schuld. Die Wahrheit ist häufig irgendwie vielleicht auch mangelndes Wissen über SQL und Laura möchte hier mal so ein bisschen ja, die Angst nehmen, ein bisschen zeigen, wie kann man eigentlich SQL lernen, wie kann man sich dem nähern und wie kann man sich die Datenbank auch zu seinem Freund machen, vielleicht so ein bisschen. Und ähm, ich denke, ich bin da sehr gespannt einfach, ne? Gerade Mhm. weil es einfach auch Lauras erster Vortrag ist. Freue mich einfach, dass wir da wirklich auch ja, eine junge Studentin dabei haben, die Lust hat, sich in der Community zu beteiligen. Mhm. Finde ich auch großartig. Ja, und da unsere Gäste natürlich auch mal versuchen, mit Bescheidenheit zu glänzen, würde ich da jetzt mal ganz krass gegensteuern wollen. Mike, du hältst auch einen Vortrag. Ja. Worüber wirst du denn referieren? Ja gut, ich bin jetzt nicht so, dass ich damit immer vorweg marschieren muss irgendwie, ja. Mein Thema ist in diesem Jahr so ein bisschen Exception Handling, ne? Also der Titel ist irgendwie, glaube ich, Exception Handling, the Good, the Bad and the Maybe, so ein bisschen angelehnt auch an so einen bekannten Italo-Western. Aber letztendlich geht es um uns ist, sage ich mal, aufgefallen, oder mir ist aufgefallen in der Vergangenheit, es gibt immer so, vielleicht so ähnlich wie Constraints auch, ne? Mhm. Immer so Themen in der Softwareentwicklung, die nimmt man so als gegeben einfach irgendwie hin, ne? So Exceptioning ist doch klar, irgendwie muss man machen irgendwie. Aber wer spricht eigentlich mal drüber? Und wir hatten im Mhm. letzten Jahr auf der DORC-Konferenz und Ausstellung im September war die ja im letzten Jahr Mhm. im Rahmen dieses Barcamps eine ganz interessante Diskussion über das Thema Exception Handling und da ist ja uns allen eigentlich so ein bisschen aufgefallen, wir suchen eigentlich alle so nach diesem einen Weg. Wie geht eigentlich Exception Handling? Wie macht man es richtig irgendwie? Ne? Und das ist das Thema, was ich so ein bisschen aufgreifen möchte. Ne? Ich bin sicher, dass es mir nicht gelingen wird, diesen einen Weg, wie geht eigentlich Exception Handling aufzuzeigen. Aber es geht tatsächlich ein bisschen darum, einen Überblick zu geben. Was gibt es eigentlich? Was sind vielleicht gute Beispiele? Was sind schlechte Beispiele? Und ja, darüber einfach mal wieder so ein bisschen zu reden. Und ich denke, dass es immer ein interessantes Thema ist, auch sowohl für Einsteiger als auch vielleicht für fortgeschrittene Entwickler. Mhm. Wer das sehen möchte, der kann am Mittwoch, den 3.5. Um 16 Uhr in die Music Hall 3 gehen. So heißt der Saal, in dem du bist. Das möchten wir natürlich auch direkt hier lassen für diejenigen, die sich sogar Mhm. schon ein Ticket gesichert haben und das runterschreiben wollen. Wer sich die ganzen Vorträge, die wir jetzt gerade erwähnt haben, und auch die ganzen Programmbestandteile der Konferenz, dazu gehört natürlich auch die Happy Hour, Abendessen, Party mit Liveband und so weiter. Wer sich das mal anschauen möchte, wie so die Konferenz aufgebaut ist, der kann auf apex.dorg.org gehen und kann dort oben im Menü sowohl auf Tickets gehen, um sich ein Ticket zu kaufen, wer das noch nicht hat, oder halt auch auf das Programm klicken. Da ist auch prominent auf der Startseite unten direkt ein Button, wo man sich das Programm angucken kann. Da haben wir den Konferenzplaner, wo man sich, wenn man angemeldet ist, beziehungsweise wenn man die Browser-Session beibehält, sage ich mal, kann man sich die Vorträge angucken, die Abstracts dazu lesen, worum geht's denn da, wer trägt's vor, für welche Firma arbeitet derjenige, und man kann sich sogar mit einem Sternchen diesen Vortrag für sich vormerken, sodass man sehen kann, ja, welche Vorträge möchte ich gerne besuchen, und für die Referenten ist es natürlich im Vorfeld auch ganz interessant zu sehen, wie viele Leute sich im Vorfeld denn schon für den Vortrag interessieren. Das finde ich auch mal ganz spannend zu sehen, ob man alleine mit der Ankündigung des Themas schon Leute begeistern kann. Das ist immer so ein Indikator dafür.
Ja, jetzt haben wir über die Highlights der Konferenz gesprochen. Das ist auch ein Highlight, was ich jetzt nochmal gerne ansprechen möchte, aber ich finde, sollte zu einer Selbstverständlichkeit gehören. Wir haben ja im Rahmen, also das Orga-Team von der Apex Connect haben ja im Rahmen der letzten Konferenzen schon den Ansatz verfolgt, dass wir gerne einen Raum schaffen möchten für gemeinnützige Organisationen. Das heißt, im üblichen Fall ist es so, dass bei uns auf den Konferenzen Ausstellungsbereiche sind, wo sich Firmen für gewisse Pakete entscheiden können, um dann Aussteller zu sein, um Werbung für sich machen zu können, um neue Mitarbeiter zu bekommen. Und da kann man dann so Pakete kaufen und dann auch in diesen Paketen Mitarbeiter oder Kollegen der Firma auf die Konferenz bringen. Da haben wir dann aber das Angebot noch ein bisschen erweitert. Und zwar möchten wir für gemeinnützige Zwecke oder gemeinnützige Vereine, vielleicht auch gemeinnützige Unternehmen, je nachdem, denen die Möglichkeit schaffen, kostenlos auf der Konferenz für ihr Thema zu werben. Und das eine, was mir auch jetzt ganz besonders im Kopf geblieben ist, wir hatten in der Apex Connect ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es 2 oder 3 Jahre her ist, oder 3 oder 4 sogar schon, wenn man Corona jetzt einfach mal so als kurze Phase noch im Kopf hat, in Bonn, da gab es einen Verein, der hat sich für günstige Brillen in Afrika, glaube ich, eingesetzt. Die haben gesagt, für jeden Euro, den wir irgendwie bekommen, können wir so und so viele Brillen oder können wir eine Brille herstellen und den Menschen in den Ländern, wo die vielleicht sonst nicht Zugang zu solchen für uns Selbstverständlichkeiten haben, dass dieses Unternehmen das für die möglich macht und dafür auch Spenden sammelt. Und eine weitere gemeinnütziger Verein ist die Freie Ukraine. Und ich glaube, Mike, da warst du involviert und hast auch da mitgeholfen, dass das möglich gemacht wird, hast den Kontakt aufgebaut und hast das angeleitet. Ich weiß, dass es das auch in der Apex Connect in Phantasialand auch schon gab. Vielleicht kannst du mal berichten, wofür steht die Freie Ukraine und was machen die auf der Konferenz und wie ist der Kontaktaufbau da entstanden? Ähm, ja, kann ich gerne auch was dazu erzählen, natürlich. Also erstmal ist es natürlich, glaube ich, einfach eine ganz gute Sache. Ne? Wir sind also unabhängig davon, welche gemeinnützige Organisation wir jetzt da vor Ort haben. Ähm, Wir sind ja, sage ich mal, alle in der IT tätig und ich denke, uns geht's ja allen nicht schlecht irgendwie finanziell und wir haben auch gewisse Möglichkeiten und es ist schon eigentlich auch eine ganz gute Plattform natürlich für die gemeinnützigen Organisationen, einfach dort sich mal zu zeigen irgendwie. Ne? Es geht natürlich darum, dass sie zeigen, wer sie sind, was sie machen und am Ende des Tages natürlich auch für Unterstützung zu werben. Und ja, wir hatten im letzten Jahr das erste Mal den Verein Freie Ukraine Braunschweig e.V. Zu Gast. Der Kontakt ist so ein bisschen durch Zufall entstanden. Wir haben ja jetzt seit mittlerweile etwas über einem Jahr diese Kriegssituation in Europa und ich bin damals relativ kurz danach unterwegs gewesen zur ukrainischen Grenze in Polen, um ein paar Spenden hinzubringen und habe dann auch sozusagen ein paar Flüchtlinge mitgebracht, die halt irgendwie da weg wollten, verständlicherweise. Und bin dann, während wir noch unterwegs auf der Rückfahrt waren, wir wollten diese Menschen, das waren 2 Frauen mit ihren Kindern, wollten wir nicht einfach in so einer Flüchtlingsunterkunft abladen. Und dann habe ich unterwegs mit meiner Frau telefoniert, die hat dann, während ich mit meinen Bekannten und den Flüchtlingen unterwegs war, versucht, hier Kontakte zu finden, wo wir diese Menschen unterbringen können. Und so ist letztendlich der Kontakt zu diesem Verein entstanden, die zur damaligen Zeit, kurz nach Kriegsausbruch, natürlich immens damit zu tun hatten, irgendwie diese Hilfsorganisationen für die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Also sie sind auch nicht nur hier in der Region Braunschweig aktiv, sondern durchaus auch bundesweit vernetzt und auch Richtung Ukraine vernetzt. Also das war das, was sie natürlich eine große Herausforderung, die sie vor einem Jahr hatten. Aber sie haben auch früh angefangen, ganz andere Dinge zu machen, nämlich auch wirklich sich um Hilfslieferungen zu kümmern, die in Richtung Ukraine gehen. Ne? Medizinische Artikel, Medikamente, Krankenwagen, Fahrzeuge und so weiter. Jetzt aktuell das Thema Generatoren einfach, ne, um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten irgendwie. Und ja, ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr wieder Lust und Interesse haben, dabei zu sein. Und ich denke, Sie werden uns auch ein bisschen zeigen, wie sich Ihre Arbeit in den letzten 12 Monaten verändert hat und auch ja, ein Stück weit weiterentwickelt hat. Auch die mussten ja, sage ich mal,
das muss man sich mal vorstellen, ne? Den Verein gibt es ja schon länger, weil es auch den Krieg schon länger gibt, aber von heute auf morgen mit Ausbruch dieses massiven Krieges irgendwie, also auf etwas ganz Neues einstellen. Ne? Das sind ja ehrenamtliche Leute, die dort auch arbeiten und auf sie prasselte von einem Tag auf den anderen eine enorme Last ein. Irgendwie darauf waren sie gar nicht vorbereitet. Ne? Diese Strukturen hatten sie gar nicht. Und sie haben inzwischen sich da professioneller aufgestellt, um auch im größeren Stil Hilfe leisten zu können. Und ja, davon werden sie hoffentlich dann in Berlin auch uns ein bisschen was zeigen können, wobei das natürlich eigentlich kein schönes Thema ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich bin froh, dass man damit ein bisschen Solidarität zeigen kann. Meiner Erinnerung nach, ich kann mich erinnern, dass die Freie Ukraine dann auf der letzten Konferenz eine Videosequenz abgespielt hat in der Mittagspause und auch da hat man erkannt, dass es doch für viele Menschen, die auf der Konferenz waren, ein Thema war, was vielleicht bekannt war, aber auch noch nicht so greifbar war. Und da konnte man sehen, wie die Aufmerksamkeit wirklich auch da war und sich alle dafür interessiert haben, wirklich mehr Insights dazu bekommen, was da passiert, was der Verein macht. Und das fand ich wirklich toll, dass es nicht nur Unternehmen waren, die da standen und mit den Personen gesprochen haben, um ihre Ziele zu erreichen, sondern auch, dass da reger Betrieb an dem Stand von der Freien Ukraine zu sehen war. Und da gab es diese Bändchen, die da geflochten wurden. Und da hat man dann auch immer mehr Leute auf der Konferenz gesehen, die diese Bändchen entweder am Rucksack hatten oder am Handgelenk hatten. Und das, finde ich, war ein tolles Statement, einfach zu zeigen, dass dass auch auf so einer Fachkonferenz, die eigentlich so eine Community für sich bildet, dass es auch da diesen Zusammenhalt gibt, dass man da auch gemeinsam gute Dinge tun kann. Das finde ich super. Ein weiteres Unternehmen, was wir dieses Jahr erreichen konnten damit, also wir sind da natürlich auch selber immer mit unterwegs, dass wir überlegen, wen könnten wir denn aktiv ansprechen, um diese Plattform bereitzustellen, weil es reicht nicht nur, das auf eine Webseite zu packen und sagen, jeder, der möchte, kann hier. Da müssen wir schon aktiv nachfragen und dieses Jahr haben wir es dann auch geschafft oder zeitlich uns damit Zeit genug gehabt, mit Oxfam zu sprechen, die auch auf der Konferenz uns besuchen werden und da auf einem Stand uns ihre Themen präsentieren dürfen. Also wir versuchen dann tatsächlich auch auf der Konferenz den Raum zu schaffen, da auch nicht nur ein Unternehmen und auch nicht nur für einen Tag da sehen zu dürfen, sondern dass wir da auch reichlich Möglichkeiten schaffen, damit die Unternehmen sich und ihre Ziele da für uns einfach mal präsentieren können oder diese Vereine. Und das ist auch nicht ein Novum, sage ich mal, aber das ist etwas, was auf anderen Konferenzen nicht so präsent ist. Auch ein weiterer toller Punkt der Apex Connect für dieses Jahr. So, Absolut. jetzt, also ich bin super, super hyped und super pumped, auf diese Konferenz zu gehen. Ich freue mich schon total. Es ist auch ja gar nicht mehr lange hin und es ist noch zu früh, die Tasche zu packen. Ich glaube, da werde ich komisch angeguckt, wenn ich jetzt schon alles zusammenfasse. Ja. Aber wir stecken natürlich auch schon echt knietief in der Planung drin. Die Konferenz hat natürlich immer einen ganz, ganz langen Vorlauf. Die Verträge für die Locations sind immer ganz früh schon unterschrieben. Dann geht die ganze Planerei los, das Bewerten, das Vorbereiten von Infotexten, von Marketing-Sachen. Das ist ein Riesenteam, die da zusammenarbeiten. Und da freue ich mich darauf, wenn das alles so in die Tat umgesetzt wird. Und dann jetzt, ich glaube, von dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen bis zur Konferenz, sind es ja echt nur noch ein paar Tage, Wochen. Caro, ich gucke mal zu dir rüber. Ich glaube, wir haben da gar nicht mehr so viel Zeit jetzt vor uns. Ich versuche mich jetzt schon mal da in den Zeitpunkt reinzuversetzen. Jegliches Zeitgefühl schon verloren. Ja. Absolut, ja. Die Vorfreude ist da. Wir wollen gerne in diesem Podcast hier, in dieser Episode auch gerne den Abschluss daran finden, dass wir dir die Fragen stellen, die wir in den meisten Fällen unseren Gästen stellen, um einfach mal so ein bisschen mehr noch von dir zu erfahren. Das sind vielleicht keine Tech-Fragen oder auch keine Fragen zur Konferenz, wie wir es gerade hatten, sondern unsere Kategorien lauten rein hypothetisch, ganz privat und Konsum. Und da möchten wir dir jetzt gerne einfach mal unsere Fragen stellen, um deine Einschätzung aus dem Bereich zu erfahren. Oh mein Gott. So schlimm wird's nicht, Mike. Nein. Alles gut. Ja, ich fange einfach mal an. Und zwar möchte ich dir die erste Frage stellen aus dem Bereich rein hypothetisch, nämlich mit welchem Thema würdest du dich gerne beschäftigen, mit dem du dich heute noch nicht beschäftigst? Boah, oh mein Gott. Das ist so schwierig, ey. Das ist mein Problem. Ich bin, glaube ich, zu vielseitig interessiert irgendwie. Ich möchte mal einen Pilotenschein machen. Ich möchte gerne mit einem Segelboot losfahren. Es ist, also das kann ich noch mit alles und nichts so beantworten. Es ist, Ja, aber ein Pilotschein, ein ich weiß nicht, Binnenschifffahrtsschein, ich weiß jetzt nicht, wie deine Vorstellung von der Größe dieses Vehikels ist, aber ja, zu Luft, zu Wasser.
ja, ein Leben wird einfach zu kurz sein, um Mhm. alles zu machen. Es ist, Ja, nur jetzt werden wir nicht melancholisch. Also einen Flugschein kriegst du schon noch hin. Das kriegen wir hin und dann ja. fliegen wir vielleicht zur nächsten Apex Connect in 2024. Das sollte machbar sein. Mike, wir kommen darauf Ja. zurück. Ein Podcast Alright. in wie viel Kilometern Höhe? Ich weiß ja nicht, auch wie groß dieses Vehikel sein soll. Aber da bitte nicht so bescheiden mit den Träumen und Wünschen sein. Da drücken wir dir richtig doll die Daumen. Noch eine Frage aus dem Bereich rein hypothetisch. Wenn du einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, welcher wäre das? Und jetzt fang bitte nicht wieder mit Oh mein Gott an. Da fällt mir Lass was mich kurz überlegen. Wisst ihr, was mich also bei allen positiven Effekten, die wir vielleicht auch jetzt in den letzten Jahren in dieser Pandemie irgendwie hatten, das ist natürlich die Online-Zusammenarbeit. Weil wenn mich eine Sache nervt, dann ist es wirklich dieser Status online, offline belegt irgendwie, ne? Dass man irgendwie gefühlt permanent irgendwie weiß jeder sofort, wo du bist, was du machst, dann wirst du grün, dann klingelt sofort. Ich höre von anderen Leuten, die werden von ihrem Chef überwacht. Oh, du warst in der Mittagspause eine halbe Stunde zu Oh. lange gelb irgendwie. Also ich finde das ganz furchtbar Ja. irgendwie. Oh. Ich finde, das kann weg. Also, Caro, wir sollten notieren. Ich kenne da so einen Blog-Eintrag, wo es darum geht, wie man Teams automatisieren kann, damit man die Farbe regelmäßig wechselt und am besten immer im Presenter-Mode ist. Damit will ich nicht sagen, dass ich das gemacht habe, aber ich bin auch in der Situation, dass ich nicht überwacht werde bei uns. Zum Glück. Okay, dann nehme ich mal an, bin ich jetzt dran mit der nächsten Frage und ich würde dir gerne eine stellen aus ganz privat. Nämlich, würdest du uns, ohne rot zu werden, deine Bildschirmzeit auf dem iPhone zeigen? ich habe kein iPhone. Caro, wir sind zu unvorbereitet auf diese Ja. Antwort. Die kommt immer wieder. Gibt Ja, es ein, genau. gibt es ein Android-Pendant dazu? Wie häufig guckst du auf dein Handy, Mike? Und bist du damit zufrieden oder würdest du dich dafür schämen, das offen zu legen? Wir formulieren die Frage jetzt um. Ich Ja. habe schon oft das Smartphone in der Hand, muss ich schon sagen. Das ist natürlich irgendwie auch so zentrales Kommunikationsmedium für alles irgendwie, ne? Also ich hätte jetzt kein Problem damit, das jemandem zu zeigen irgendwie, aber ich weiß gar nicht, wie ich es selber sehen will. Also, Okay. Ja, die nächste Frage auch aus ganz privat. Mich interessiert das, es geht so ein bisschen einher mit dem Thema, wie häufig du auf den Bildschirm guckst. Bist du zufrieden mit deiner Work-Life-Balance? also ich verwende diesen Begriff Work-Life-Balance gar nicht so gerne. Also es fühlt sich irgendwie immer so an, als wenn man irgendwie sich entscheiden muss, jetzt das eine oder das andere. Ich verwende lieber so diesen Begriff des Work-Life-Blending und das ist tatsächlich auch das, was ich lebe, was bei mir auch sehr gut funktioniert. Bei mir vermischen sich die Dinge einfach. Ich finde es nicht so schlimm irgendwie, wenn ich auch mal irgendwie, keine Ahnung, auf Mallorca bin, irgendwie in einer kleinen Ferienwohnung auf der Terrasse bei Sonnenschein, irgendwie meinen Laptop aufzuklappen, um mal kurz was zu machen irgendwie. Es gibt echt schlimmere Orte, an denen man arbeiten könnte Ja. irgendwie. Also, also ja, ich bin zufrieden. Also ich habe da eigentlich einen ganz guten Weg für mich und ist gut. Da liegst du auch tatsächlich, glaube ich, bei den Gästen, die wir bisher im Podcast hatten, auch genau in dem Punkt, oder wie nennt man das, genau in dem Mittel? Nee, Im Spektrum? genau in dem Spektrum. Naja, du siehst das genauso wie viele andere Gäste, die wir bisher in dem Podcast hatten, auch, Stimmt, dass, ja. dass wir irgendwie Jobs gefunden haben oder in Berufen arbeiten, in denen wir gar kein großes Problem damit haben, wo wir so zufrieden auch mit unserem Job sind, dass man diese Trennung gar nicht so klar braucht. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt übrigens, ne? Das ist ja das Thema Motivation einfach. Also so Arbeitszeit ist Lebenszeit, ne? Ist so auch ein bisschen mein Motto. Und die soll ja Spaß machen und die muss Spaß machen. Das wäre ja traurig irgendwie. Also, weil ich damit so viel Zeit verbringe irgendwie, wenn mir das jetzt keinen Spaß machen würde. Also ich weiß natürlich, dass es nicht, sage ich mal, jedem vergönnt ist irgendwie, also einen Job zu haben, der ihm richtig viel Spaß macht. Aber ich würde es jedem gönnen und es ist sehr strebenswert, irgendwie jedem dabei zu helfen oder möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, ja, einen Job zu machen, der ihnen Spaß macht irgendwie. Thema Nachwuchsförderung in der IT. Ne? Ja.
Das stimmt. Damit kommen wir in das Thema Konsum. Ich glaube, Caro, du bist wieder dran. Genau, ich dränge mich mal vor. Nein, mit ankündigen. Genau, nämlich aus dem Konsumbereich. Also du bist ja auch in unserem Universum, sag ich mal, unterwegs in unserem technischen und da interessiert mich immer ganz besonders, wie du News und neues Wissen konsumierst. Es gibt ja sehr, sehr viele Kanäle und was davon konsumierst du und wie oft? Und ja, erzähl mal. Okay, also ich habe da keinen speziellen Favoriten irgendwie oder so, ne? Also das fängt an, manchmal lese ich eine ganz klassische Zeitung, also tatsächlich in meiner gedruckter Version, wenn sie irgendwo liegt. Manchmal lese ich sie online, mal gucke ich irgendwie Fernsehen. Ich konsumiere natürlich auch soziale Medien, hangel mich dadurch. Ich lese mal ein Buch oder höre mal ein Buch. Also es ist irgendwie, ja, ganz gemischt. Mhm. Hörst du auch Technikbücher als Hörbuch? Nee, das tatsächlich nicht. Okay. Also, Ich dachte, vielleicht gibt's sowas. Mike, hast du denn einen favorisierten Developer-Podcast? Hörst du Podcasts? Selbst on Tape. Ja, yes. Yes. Da ist da eine Hörer. Wahnsinn. Jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Hörst du auch noch andere Podcasts oder ist das generell ein Medium, was für dich gar nicht so präsent war bisher? Ähm, ich höre mal was, aber ich kann ja gerade gar nicht sagen was. Also ich bin jetzt irgendwie nicht so, dass ich irgendwie einen bestimmten Kanal irgendwie ganz regelmäßig einschalte, sondern das ist dann auch immer so ein bisschen themenabhängig irgendwie, ne? Also, Mhm. Wir haben noch eine Frage aus dem Konsumbereich, aber du sagst, du konsumierst oh, alles immer so fließend ineinander übergehend in deiner Work-Life-Balance oder in deinem Work-Life-Blending. Ist es ja auch so, dass du eigentlich permanent damit konfrontiert bist. Wir fragen auch immer gerne, wie unsere Gäste mit der wachsenden Informationsflut auf diesen ganzen diversen Kanälen umgehen. Und da reden wir meistens darüber, dass man bei den ganzen Apps, Nachrichten-Apps und so weiter quasi überflutet wird mit Push-Nachrichten über die aktuellen Eilmeldungen in allen möglichen Bereichen. Wie gehst du damit um? Ist das für dich überhaupt ein Thema oder hast du alle Notifications aus oder nimmst du das gar nicht wahr? ich glaube, ich nehme das gar nicht so sehr wahr. Manchmal sehe ich das, manchmal gucke ich mir was an, manchmal wische ich es einfach weg irgendwie. Also ich, ich versuche mich davon nicht nerven zu lassen. Also, Mhm. Das ist gut, wenn dir das gelingt, dann freuen wir uns mit dir und wir freuen uns auch darüber, dass wir eine wunderbare, tolle neue Podcast-Episode für Devs on Tape mit dir aufnehmen durften. Vielen, vielen Dank, lieber Mike. Ich freue mich tierisch darauf, mit dir auf der Konferenz, ja, kann man sagen, Dinge zu bewegen. Nein, die Konferenz zu etwas Tollem zu machen, wie wir es geplant haben. Caro, dir danke ich natürlich auch Ja. für die Teilnahme an dieser Episode, wie immer. Ja, Und danke. allen Zuhörern danke ich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich auch auf die nächste Folge, die vielleicht sogar schon von der Apex Connect. Wir werden sehen. In diesem Sinne, wir hören uns in 2 Wochen wieder und wir wünschen euch alles Gute und bis demnächst. Ciao. Tschüss. ja, tschüss und Dankeschön. Gerne.